Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, bin heute im S-Bahn-Werk in Steinhausen, München beim Erich Pschosa, der ist Leiter des Werkeverbunds der S-Bahnen für die Wechselstrom-S-Bahnen im ganzen deutschen Bereich. Und er hat mir hier die Möglichkeit gegeben, dass wir uns hier mal anschauen können, die Zukunft der S-Bahn-Wartung. Ja, darf Sie auch recht herzlich begrüßen. Wir haben also hier zwei Modelle aufgebaut, und zwar für die Zukunft der S-Bahn München im Hinblick der neuen Züge. Wir bekommen ja ab 2028 die neuen XXL-Züge, die 210 Meter lang sind. Und wir haben eben hier diesen Ablauf aufgebaut. Wir beginnen hier mit dem Befundzentrum, wenn die Fahrzeuge ins Werk kommen. Wir werden dort die Drehgestelle, auch den Aufbau und die Seitenteile entsprechend begutachten, und zwar mit künstlicher Intelligenz und mit Messvorrichtungen und Sensoren, bis dann der Zug eben Richtung Werk fährt und eben dort dann die Behandlung erfährt, für die er eben hierher gekommen ist, eventuell für eine Nachschau oder für eine planmäßige Behandlung. Das heißt, der Zug kommt hier dann quasi vom S-Bahn-Netz München-Pasing rein durch diese Halle durch, wird hier abgefertigt, wird hier überprüft. Wir sehen jetzt, wie der Zug sich vor die Halle aufstellt. Der Herr Hannes Müller, unser Fertigungsingenieur, ist gerade dabei, das Fahrzeug zu bewegen. Wenn es dann vor der Halle steht, wird dann quasi von der Werkstatt das Fahrzeug übernommen und dann auf den Platz gestellt in der richtigen Position für die entsprechende Behandlung in der Halle. Und warum steht das jetzt hier und muss jetzt hier noch warten? Hängt das mit dem Betriebsablauf zusammen, weil Gleise vielleicht anderweitig noch belegt sein könnten von der DB? Das könnte sein, dass noch zufällig die Gleise belegt sind, aber es kann genauso gut auch sein, dass wir direkt in die Halle fahren, wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind. Der Hannes kann das mal simulieren. Wir fahren gleich mal rein in die Halle zur Behandlung in unserem neuen Betriebswerk in München-Langwied. Und diese Halle, die dann gebaut werden soll, die soll 2027, 2028 rum fertig werden? Die Halle wird fertiggestellt sein, bevor die ersten Züge kommen. Die ersten Züge sind avisiert Anfang 2028 und bis dahin wird dieses Betriebswerk voll im Betrieb sein, um letztendlich den Betrieb mit den neuen Fahrzeugen abwickeln zu können. Und das ist jetzt hier ein stark vereinfachtes Modell, aber da ist schon zu sehen, dass es eine Dachbegrünung bekommt und PV-Anlagen auf dem Dach bekommt, dass es eben auch einerseits klimatisch innen angenehm sein soll und zum Zweiten auch ein bisschen erneuerbare Energie. Ja, nicht nur erneuerbare Energie, sondern es wird klimaneutral sein. Wir werden also quasi auch zusätzlich mit Geothermie arbeiten. Das heißt also, dieses Werk verfügt dann über eine Geothermieheizung plus, wie Sie schon angesprochen haben, die PV-Anlagen und die Dachbegrünung. Die Halle ist also 240 Meter lang, damit der ganze Zug reingeht. Aktuell haben wir ja Züge, das sind ja heute Kurzzüge, die zusammengestellt werden, bis zu 3 Stück, zu einem dann Vollzug oder Langzug dann. Und in Zukunft wird es dann irgendwann mal gar keine normalen zusammengestellten mehr geben, nur noch diese XXL, oder wie ist das gedacht? Ja, die XXL-Züge werden bei uns dort fahren, wo wir 210 Meter Bahnsteige haben. Es gibt ja einzelne Strecken, die Sie heute schon wissen, zum Beispiel das Stück Dachau-Altomünster oder das Stück Richtung Wolfratshausen, wo wir nur Bahnsteige mit 140 Meter Länge haben. Dort werden wir natürlich weiterhin mit 70 Meter Fahrzeugen diese Strecken bedienen. Das heißt aber, die große Masse derer, die dann auch durch die Stammstrecke und die neue Stammstrecke irgendwann mal fahren werden, die haben dann eben diese 210 Meter. Und das sind dann eben Züge, die dann nicht mehr so wie jetzt diese Modelle, wie die aktuellen ET423, oder das sind ja etwas andere Modelle. ET430 Modelle sind das? Weil es wahrscheinlich, glaube ich, von... ET440 sind ET440 Modelle, Entschuldigung. Weil es keine ET423 genau, richtig, die man hier abbilden konnte. Die Züge sind dann genauso lang wie 3 Stück. Richtig. Haben aber dann dazwischen keine Führerstände mehr, weil man dann eben hier die Möglichkeit hat, dass man das alles in einem Fahrzeug hat. Man gewinnt auf die Art und Weise Platz für die Fahrgäste. Das ist quasi, die Länge entspricht dann etwa einem ICE quasi für den Regionalverkehr.
Gut, das heißt, er fährt jetzt hier dann vorbei. Wurde hier wieder gereinigt oder was wird jetzt hier in dieser Halle gemacht? In dieser Halle wird da komplett die Instandhaltung behandelt und die Innenreinigung, die passiert hier hinten dann. Die haben wir dort hinten, die Innenreinigung. Und in der Innenreinigung ist auch integriert das sogenannte Befüllen mit Betriebsstoffen, also sprich mit Wischwasser und mit Sand. Das heißt also, man macht diese Arbeiten, die hat man heute in der großen Halle gemacht und hat die Halle blockiert, wo man eigentlich teure, wertvolle Wartungs-, Reparaturarbeiten macht. Und man macht es dann eben im Freien draußen mit einem Trupp, mit einem Wartungstrupp, der das dann eben hier macht. Also das wird dann integriert in den Reinigungsprozess, dass quasi während dem Reinigungsprozess auch gleich die Betriebsstoffe aufgefüllt werden, sodass es in einer Standzeit integriert ist und nicht mehr die Halle dadurch belastet wird. Das heißt, ich habe die Halle für die wesentlichen Arbeiten, bei denen man dann die Züge wirklich in größerem Maße irgendwo was machen kann. Richtig, das heißt, für Verbrauchsstoffe und für Reinigungsarbeiten werden wir nicht mehr die Halle benutzen. Und in der Halle habe ich dann 6 Gleise, 6 Wartungsstände quasi, wo ich dann 6 Züge warten kann. Genau, richtig. Die natürlich mit unterschiedlichen Finessen ausgebildet sind. Wir haben da eine Hebebockanlage drin, wo wir den ganzen Zug anheben können, zum Beispiel für eine Revision, wo wir dort zum Beispiel die Drehgestelle tauschen. Wir haben die Möglichkeit, Radsätze zu tauschen und natürlich Großkomponenten mit den entsprechenden Einrichtungen wie Kräne und entsprechender Bereitstellungsfläche. Und dann die kurzen Züge können wahrscheinlich hier auch noch gewartet werden. Es ist auch die Möglichkeit, die kurzen Züge hier zu warten, die natürlich auch nach wie vor vorhanden sind, aber sie werden sukzessiv weniger werden und infolgedessen die Langzüge immer mehr, bis das ganze Lieferprogramm bis 2032 mit den Langzügen abgeschlossen ist. Das heißt also jetzt vom Fahrplan her, circa 2027, 2028 wird dann dieses neue S-Bahn-Werk in Langwied hinter Pasing fertig sein und bis dahin kommen dann auch die ersten Züge. Richtig, das ist in Kombination. Dann darf ich jetzt bitten, dass ich an den Fachmann in der Detaillierung noch übergebe, an den Hannes. Dann können Sie noch den Hannes befragen. Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen für die aktuellen Informationen und wünsche dann einen guten Verlauf dieser ganzen Planungsarbeiten. Dankeschön. Jetzt kommen wir hier zum praktischen Teil dieser ganzen Geschichte. Hannes Müller, Fertigungsingenieur vom S-Bahn-Werk München, der mir hier das jetzt erklärt. Warum hat man hier eigentlich überhaupt ein Modell gebaut? Ja, also warum haben wir ein Modell gebaut? Das ist eine gute Frage. Einfach aus dem praktischen Grund, weil wir das natürlich mit den Handwerkern, Rangierern, Mitarbeitern, die hier für den betrieblichen Ablauf notwendig sind, einfach durchspielen wollen. Das heißt, wir haben natürlich gewisse Planungen gemacht, wir haben das natürlich auch auf Papier gebracht, aber das ist natürlich für die Kollegen, die draußen arbeiten, die draußen rangieren, die da wenig mit zu tun haben, immer schwierig, da irgendwelche Pläne zu sehen, zu lesen und damit natürlich auch die Möglichkeit zu haben, das zu verbessern. Das ist immer schwierig für die. Deswegen haben wir uns entschieden, auch kein 3D-Modell oder irgendwas mit dem Computer zu machen. Das ist für die auch immer schwierig, sondern die Kollegen können immer am besten damit arbeiten, wenn die wirklich das 1:1 sehen, wenn die das Modell sehen, wenn die sehen, wo stehen die Signale, ich kann auch mal einen Meter zurückgehen, ich kann die Perspektive wechseln. Das ist für die immer deutlich einfacher. Und so haben wir das immer in den sogenannten Praktikern, Workshops, das durchgespielt im jeweiligen Bereich, also Handwerker für die Ein- und Ausfahrt oder auch für die Rangierer oder Disponenten. Wie kriegen wir den Zug in die Halle? Wie kriegen wir ihn raus? Wie haben wir am wenigsten Möglichkeiten, um konfliktfrei zu rangieren? Das heißt, wir haben hier eine Anlage, die ist maßstäblich 1:160, Spur N, genau, bekanntlich für die Modellbahner. Und das ist hier jetzt komplett etwas mehr wie 1 Kilometer, der hier aufgebaut ist, genau, der hier in München Langwied dann ab 2027, 2028 irgendwann mal fertiggestellt sein soll. Und die Weichen und so, die sind auch alle maßstäblich, ziemlich genau, habe ich mir vorher schon sagen lassen, dass das nahezu exakt dem Maßstab entspricht, dass die tatsächlich so gepasst haben, dass man das so machen kann. Genau, also wir sind wirklich vorgegangen, haben uns von unseren Planern die Pläne in 1:160 ausgedruckt,
haben ganz pragmatisch mit dem Edding das so durchgestochen, dass wir das gesehen haben und haben die Gleise wirklich so gelegt. Das würden wir ja alles, wenn wir eine Modelleisenbahn bauen, nicht so machen. Und somit können wir sagen, dass die Weichen bis auf paar Millimeter wirklich dem entsprechen, was auch die Planer geplant haben. Da, wo es nicht geplant haben, da haben wir noch einfach ein kurzes Zwischenstück eingebaut. Aber ansonsten ist die Anlage, so wie sie hier steht, für unseren Teil wirklich maßstabsgetreu in 1:160. Und wir haben ja eine Ausdehnung, um das mal für die Zuschauer zu sagen, von rund 9 Meter in der Länge und hinten im Auszug 2 Meter in der Breite. Ne? Also das Ganze ist halt hier die Gebäude, die dann gebaut werden, die sind schon maßstäblich nachgebildet. Genau, exakt. Genau. Und das, was so Landschaft ist, das erinnert mich eher an Google Earth. Das soll ja dann nur versinnbildlichen. An der Stelle steht eine Art von Gebäude. An der Stelle steht dann irgendein Sportplatz, glaube ich. Genau, der Tennisplatz. Genau, ja. Und an der Stelle sind halt dann auch kleinere Hallen oder Schuppen oder Sonstiges, die vorhanden sind. Und das ist jetzt hier die Straße symbolisiert, die Bergsonstraße in München-Pasing, die dann der Beginn des Areals ist. Und dann können wir uns jetzt mal einen kompletten Ablauf anschauen. Das heißt also, hier kommt dann irgendwie von der S-Bahn her von Pasing der Zug heran. Genau, also hier haben wir jetzt mal den Betriebsbahnhof Pasing ganz vereinfacht nachgebildet. Das heißt, wir haben hier gewisse Schwerpunkte, wie zum Beispiel der Auszug von der Regiowerkstatt Fieber, unsere zukünftigen Ein- und Ausfahrgleise und natürlich auch die anderen Betriebsgleise, wenn jetzt andere EVUs, Fernverkehr oder natürlich auch die Privatbahnen hier fahren, weil auch hier haben wir natürlich immer Konflikte, wenn wir in unsere Halle reinfahren wollen und das wollen wir damit einfach nachstellen. Da macht es natürlich keinen Sinn, den kompletten Betriebsbahnhof nachzubilden, sondern hier geht es wirklich darum, einzelne Schwerpunkte festzulegen und uns vorher schon zu überlegen, bevor der Betonmischer kommt, wie können wir hier die Abläufe so gestalten, dass wir die Zu- und Abführung der Werkstatt wirklich gewährleisten können und nicht da schon die ersten Probleme auftauchen und viele Handwerker einfach warten. Das war uns im Vorhinein schon wichtig. Das heißt, wenn wir uns mal vorstellen und wir haben jetzt auch mit der Z21-App, da kann ich jetzt einfach mal zeigen, ne, ganz normal die App, haben wir jetzt einfach mal den Zug, wir haben jetzt hier für die Freunde der Modellbahn einfach mal den Railjet ausgewählt, den Taurus der ÖBB, aber ansonsten ist das Prinzip gleich. Wir haben den Zug die Adresse gegeben und können damit dann auch steuern. Das heißt, wenn wir einfach mal den Ablauf durchspielen, wir kommen mit der S-Bahn hier Baureihe 440 nachgebildet, weil es leider kein 423 gibt, aus der Abstellanlage, haben hier schon den ersten Konflikt mit Regio und auch hier die Doppelkreuzungsweiche mit Ein- und Ausfahrten der anderen Züge. Mussten wir uns vorher überlegen, wie können wir gewährleisten, dass der Zug trotzdem pünktlich in die Halle steht, damit einfach keine Handwerker warten oder andere Kollegen, sondern dass wir da den Betriebsablauf auch schon vorher feststellen können. Das heißt also, es kommt hier hin und wieder vor, hier sieht man ICE 4 abgestellt oder besser gesagt Wendeanlage, glaube ich, von der Bahn, der dann eben hin und wieder mal auch hier wendet und der wäre dann hier an dieser Kreuzung im Weg und würde dann hier Probleme bereiten und deshalb stellt man hier dann lieber einen Zug schon mal ab, damit die Wartungstrupps nicht irgendwo in der Halle Däumchen drehen müssen. Genau, wir haben hier den Ablauf so mit den Kollegen durchgesprochen, dass wir sagen, wir stellen den Zug, ich will gar nicht von Abstellen sprechen, sondern wir puffern den einfach vorher hier ab. Das heißt, wenn der andere Zug fertig ist, fährt er raus und das heißt, der nächste steht schon bereit. Und das wäre natürlich immer schlecht, wenn wir erst anfangen, den Zug hinten im Betriebsbahnhof loszufahren, weil dann kommt Regio, die natürlich auch in ihre Werkstatt rein und raus wollen, logischerweise. Und so haben wir jetzt sichergestellt, dass wir hier alles signaltechnisch das so gestalten können, dass ich das hier ohne Probleme zwischenpuffern kann. Jetzt noch eine Frage. Hier steht jetzt noch ein Güterzug, Schrott oder was ist das jetzt hier? Der ist hier auch im S-Bahn-Werk irgendwo mitten im Weg?
Ja, also S-Bahn-Werk in Anführungszeichen, der gehört natürlich nicht zu uns, sondern wir haben ja hier angrenzend auch einen Schrotthändler, der natürlich auch berechtigterweise seine Güterwagen ein- und ausfahren lassen will. Und auch das müssen wir natürlich berücksichtigen, weil der kreuzt natürlich auch unseren Weg auf den DB-Netzgleisen. Und auch das ist immer so ein Punkt für den Kollegen, okay, wenn die rein und rausfahren, dann lasst uns das überlegen, wie wir den Ablauf auch damit gestalten können. Ah ja, das heißt, man hat hier tatsächlich die Bedingung, dass hier ein Nachbargrundstück auch dann hier diese Kreuzung, diesen Bereich tangiert. Genau, genau. Dann haben wir hier eine Zuwegung, eine Fahrt, eine Straße, die hier noch kreuzt, wahrscheinlich für irgendwelche Zulieferfahrzeuge, Material oder sonstiges. Und was macht man dann sonst? Man ist wahrscheinlich Feuerwehr noch unterwegs. Genau. Also grundsätzlich auch für die Genehmigungsplanung relevant, wie sind die Wege, Flucht- und Rettungswege, aber natürlich auch, wie kommt die Feuerwehr hier hin. Und da ist natürlich das Problem, was wir dann auch festgestellt haben, durch die Simulation hier mit den Kollegen, naja, wenn wir jetzt hier eine Viertelstunde, eine halbe Stunde stehen, kommt die Feuerwehr ja nicht mehr durch. Das heißt, wir mussten uns mit den Planern einen anderen Weg überlegen. Und der Weg geht jetzt nicht mehr hier über den Bahnübergang, sondern der zweite Weg für die Feuerwehr ist dann hier durch unter dem Dach, ist eine Straße und die geht dann vor der Halle quer, sodass hier die Alternativroute auch gegeben ist, wo Feuerwehr oder Rettungskräfte auch für diesen Fall gewappnet sind. Das heißt also, auch da hat dann das Modell tatsächlich in der Praxis ergeben, da ist einiges noch sinnvoll noch umzuplanen. Genau. Ne? Gut, und dann fahren wir jetzt hier langsam in die Halle rein. Das heißt, er wartet jetzt hier bis zu einer halben Stunde, bis eben in der Halle dann entsprechend frei ist. Und in der Halle werden dann die Fahrzeuge, wie lange dauert so eine Wartung? Also es kommt darauf an, welche Arbeiten wir machen. Das kann sein von der kleinsten Stufe, Kleinstreparatur, das kann vielleicht von wenigen Stunden sein, bis zu den größeren Arbeiten, wo der Zug auch mehrere Tage, vielleicht sogar mehrere Wochen drin steht. Wie gesagt, je nach Arbeit, was wir hier durchführen werden. Also jetzt die Halle, haben wir vorhin ja schon mal gehört, die ist ungefähr 240 Meter lang. Der Zug wird ja dann ein XXL-Zug, der 210 Meter lang ist. Deshalb werden die auch 210 Meter Züge genannt. Wie sie mal in Zukunft genau heißen, wird wahrscheinlich noch spannend, wie sie mir dann offiziell nennen. Die heutigen Züge heißen ja Kurzzug, Vollzug und Langzug, je nachdem, ob er einteilig oder zweiteilig oder dreiteilig fährt. Jetzt ist er hier in der Wartung, dann paar Stunden bis paar Tage und dann ist er fertig. Und was passiert dann mit dem Zug? Genau, dann war unser größtes Manko, weil normalerweise denkt man, naja, dann fahre ich den Zug einfach raus. Aber wenn ich überlege, was sind alles für Abläufe notwendig, damit der Zug losfährt, wann stelle ich die Fahrstraße ein, war bei uns zum Beispiel auch der erste Knackpunkt, wo wir gesagt haben, naja, in der ursprünglichen Planung war hier das erste Signal für die Rangierfahrt und dann ging es direkt hinter bis in die IRA. Dazwischen gab es keinen. Was ist IRA? Das ist die Innenreinigungsbühne, wo wir unsere Züge innen reinigen. Und wie der Herr Pschoser auch schon gesagt hat, ne, mit anderen Medien wie zum Beispiel Sand planmäßig befüllen. Und das wäre der Knackpunkt gewesen, dass wir denn die komplette Zuwegung für den Ablauf einfach dicht gehabt hätten. Das heißt, ich kann hinten nicht mehr rausfahren, ich kann vielleicht aus der UAD nicht mehr wenden. Alles das wäre einfach nicht mehr möglich gewesen. Und deswegen sieht man hier vielleicht auch schon mit dem Loch, wo zum Beispiel Feuerweichen waren. Das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum wir jetzt keinen, wie in der Modellbahn üblich, ne, mit festen Schotter oder sowas arbeiten, weil wir einfach diese Flexibilität uns wahren wollen. Wenn wir was umlegen, wenn wir was feststellen, dann wird das natürlich auch geändert, um dann einfach nochmal zu überprüfen. Und deswegen ist zum Beispiel hier auch das zweite Signal dazugekommen, wo wir einfach sagen, uns ist wichtig, wenn ich jetzt aus der Werkstatt rausfahre und nicht den kompletten Hosenträger dicht machen will, dass wir einfach sagen, das erste Rangiersignal oder die erste Rangierstraße geht bis zum D-Signal und dann kann ich hinten noch aus der Innenreinigung oder Wände rausfahren, aus der UAD wenden und mache mir nicht alles kaputt. Weil ursprünglich wäre die Rangierstraße hier oben gewesen
und damit mache ich mir halt alles dicht. Das heißt, man sieht hier, dass das Modell dann den Betriebsablauf praktisch abbilden soll und gar nicht jetzt exakt extrem schön sein muss, sondern funktionell sein muss. Und das ist jetzt hier der Ablauf und jetzt werden wir wahrscheinlich mit dem Zug gleich weiterfahren können. Genau. Das heißt, Sie starten jetzt wieder die Z21-App. Ich muss vorher noch dazu sagen, Z21, das ist eine Digitalzentrale der Firma Roco und eine App, die Roco entwickelt hat, mit der man die Züge dann ganz bequem per WLAN mit dem Smartphone steuern kann. Und das ist natürlich hier für so einen Ablauf auch schön, wenn man das nicht immer am PC sitzen muss, sondern tatsächlich hier mal bequem machen kann. Genau. Was man vielleicht auch hier sieht für die Modellbahnfreunde, dass wir vielleicht über rote Signale fahren, was natürlich in der Realität nicht gegeben ist. Aber auch hier wieder der Einfachheit halber haben wir auch hier mit einem 3D-Druck ganz einfache Signale gebaut, indem wir einfach rot-weiß, wie es ja beim Rangieren üblich ist, das nachbilden können, um einfach mit den Kollegen Rangierern wirklich sichtbar zu sehen, okay, bis wohin geht denn das Signal. Und auch hier sehen wir jetzt, wenn der Zug in die Innenreinigung fährt, jetzt hier in dem Sinne ganz außen, rechts vom Innenreinigungsbahnsteig. Das heißt, Sie haben einen Bahnsteig, an dem dann das Personal hier den Zug innen reinigen kann und schön an den Zug ran kann. Und dann hier das Material, das holt er sich dann hier in dieser Halle? Genau, also hier ist sowohl Umkleide, Aufenthalt, als auch die Materialien, die da gelagert werden. Und was uns vor allen Dingen sehr wichtig war, dass wir diese, ich nenne es jetzt mal Drecksarbeiten, wie planmäßige Besandung von Fahrzeugen, dass wir die auch außerhalb der Halle machen können und auch wollen, um einfach sowohl arbeitsschutztechnisch für die Kollegen gewappnet zu sein, als auch, wie vorhin schon gesagt, den Platz und die teuren Arbeitsstände, so möchte ich sie jetzt mal nennen, einfach für andere Arbeiten zur Verfügung haben. Und die weiteren 3 Gleise, die jetzt hier noch sind, die sind dann Rangiergleise, wenn der Zug rauskommt, dass er dann hier Platz hat, eventuell einer noch zwischen abstellen muss oder sonst wie. Genau, also auch hier für Zwischenpuffern, für Wenden, für einfach, wenn ich zum Beispiel von einem Hallengleis aufs andere will, auch da, wenn ich da den sogenannten Zickzack fahren will, dann muss ich natürlich auch ein Gleis haben. Und all das haben wir natürlich nachgestellt, um zum Beispiel auch zu gucken bei den Zügen, bis wohin geht denn der Zug? Kann ich vielleicht sogar einen Zug noch da stehen lassen, weil er zum Beispiel bloß bis hier geht. All diese Abläufe haben wir durchgespielt, um dann zu gucken, wie müsste ich mich signaltechnisch, das heißt auch LST war hier besonders wichtig, ausstatten. Das sind zum Beispiel die blauen hier. Das sind Gleisfreimelder, die wir einfach damit nachgebildet haben und damit sehen können, okay, welcher Abschnitt wäre denn frei, welcher wäre belegt, um das dann mit in die Planung einfließen zu lassen. Das heißt, jetzt ist der nächste Schritt fällig. Die Innenreinigung ist jetzt fertig und jetzt geht's raus. Die Weiche, der Hosenträger ist schon gestellt, dass der Zug dann komplett hier queren kann und dann zur Außenreinigung fährt. In der Realität würden wir jetzt hier mit maximal 25 km/h rangieren. Das heißt, das müsste, glaube ich, sogar die ungefähre Geschwindigkeit sein. Und auch hier kann man mal sehen, wie lange sowas dauert, wie lange so ein Prozessablauf wirklich ist. Von Rangierstraße einstellen, Lokführer sieht das, alles Personal ist weg, losfahren, Auflösung. Auch das ist für uns immer wichtig, das Ganze nachzubilden, um einfach ein Gefühl für die Kollegen dafür zu bekommen, weil es sonst immer heißt, naja, dann geht's halt schneller oder dann machen wir das einfach so. Nee, die Realität ist so, wie sie ist, auch wenn wir die hier im Modell nachbilden. Und ist jetzt sowas Ähnliches wie eine Waschstraße beim Auto, kann ich mir hier vorstellen? Oder wie läuft das jetzt hier? Genau, also hier wird der Zug, also es gibt verschiedene Wascheinstellungen, die wir haben, von Schnellwäsche, wo der Zug bloß seitlich gewaschen wird, bis aber auch die intensive Wäsche, die einfach die Front- und Heckwäsche mitmacht.
Und auch hier sprechen wir zeitlich von, ich sag mal, ungefähr eine halbe Stunde bis zu 1,5 Stunden, wenn so ein Zug intensiv gewaschen wird mit den verschiedenen Führerständen. Also auch das dauert seine Zeit. Gut, dann fahren wir jetzt los in die Waschstraße. Und jetzt ist inzwischen der Zug nahezu komplett gewaschen. Jetzt wartet er auf sein Ausfahrsignal und dann geht es weiter Richtung S-Bahn-Netz und Richtung Einordnung in Fahrplandienst oder abstellen, irgendwo vorübergehend noch, bis er irgendwann dran ist. Das heißt, ich kann jetzt hier auch die Signale stellen für die ARA, dass er dann hier aus der Waschanlage rausfahren kann. Was ist ARA? Das ist die Außenwaschanlage, wo wir gerade durchgefahren sind. Entschuldigung, dass ich frage, weil ich die Fachbegriffe... Ja. Genau, also wenn man mit dem Thema so viel zu tun hat, dann arbeitet man viel mit Abkürzungen. Und für die Kollegen, die neu dazukommen, ist auch mal schwierig. Deswegen gerne mal fragen. Ja. So, das heißt, der Zug ist jetzt gewaschen. Je nach verschiedenen Einstellungen habe ich entweder eine Eigentraktion oder manchmal ist auch ein Zwei-Wege-Fahrzeug vorher noch davor gekuppelt. Deswegen auch hier zum Beispiel die Überquerung. Das heißt, hier kann ich mit einem Zwei-Wege-Fahrzeug dann auf die Straße wieder zurückfahren. Ach, das heißt, der wird führerlos einfach gezogen durch die Waschstraße? Genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja, ich kann mit dem Waschführer, mit dem Rangierer vorne fahren oder auch mit dem Zwei-Wege-Fahrzeug. So, und wenn denn der Prozess abgeschlossen ist, ist auch hier wieder die Herausforderung, dass wir jetzt wieder über unsere DKW kommen und über unseren anderen Prozess, sage ich mal, wo wir jetzt auch wieder vom Schrotthändler oder von Regio, Fernverkehr, natürlich auch die Privaten hier wenden und auch hier wieder das Ganze durchspielen. Wie soll das denn mit dem Weichenwärter vom Werk, wie passiert das denn mit dem Weichenwärter von der DB Netz, dass wir das einfach schon mal durchgespielt haben und auch so überlegt haben, wo ist die Werksgrenze, wo ist der Werkszaun, alles solche Themen, die natürlich da frühzeitig schon beantwortet werden müssen. Aber das heißt, wir fahren einfach mal raus. Und damit haben wir einen kompletten Ablauf mal durchgespielt. Jetzt natürlich im Schnelldurchgang. Mit den Kollegen dauert das zig Stunden, bis wir sowas mal durchgespielt haben, weil natürlich viele Details beantwortet, aufgeschrieben werden, weil wir das natürlich jetzt noch nicht beantworten können, weil wir da mit Planern Rücksprache halten müssen. Und so haben wir in den sogenannten Praktika-Workshops einfach die verschiedenen Szenarien mal durchgespielt, um dann aus unserer Sicht hoffentlich auch den besten Ablauf in der Realität umzusetzen. Und diese Simulationen sind jetzt alle im Lauf des Jahres 2022 abgelaufen und jetzt ist man durch und jetzt geht die Feinplanung los und irgendwann 2026 geht vielleicht die Baustelle los und der Bau und 2028 ist es dann irgendwann in Betrieb. Genau. Und dann ist Steinhausen, das jetzt momentan, wo wir hier sind, die Räumlichkeiten mit dem jetzigen S-Bahn-Werk, ist dann überflüssig oder muss man da auch irgendwann was Neues bauen? Genau, also auch in Steinhausen werden wir eine neue Werkstatt bauen, weil die jetzige Werkstatt einfach den Gegebenheiten der Neufahrzeuge nicht mehr State of the Art ist. Das heißt auch Gleisabstände, Dacharbeitsbühnen, also alles, was man so in der Instandhaltung hat. Und auch dafür haben wir uns auf der anderen Seite nicht lumpen lassen, so will ich es mal sagen.
im positiven Sinne, sondern wir haben auch hier gesagt, auch hier gibt es andere Herausforderungen betrieblich gesehen. Auch hier gibt es ganz andere Situationen, die wir auch mal nachstellen wollen. Und man sieht es ja auch hier sind wir gerade noch im Bau. Die Halle ist auch noch nicht fertig. Hier sind wir, denke ich, hoffe ich, dieses Jahr fertig, sodass wir Mitte dieses Jahres auch hier die Situation nachstellen können und werden, um auch hier nach dem gleichen Prinzip, wie wir es gerade in Langwied gesehen haben, die Prozesse durchspielen wollen betrieblich. Gut, dann bedanke ich mich bei Hannes Müller, Fertigungsingenieur der S-Bahn, S-Bahn-Werk München, für die ausführliche Erklärung dieses Ablaufs, dass man sich das mal schön vorstellen kann. Kein Problem und wir danken auch.